1000 Kilometer mit Kajak durch den Amazonas. Tada. Wir befinden uns hier im brasilianischen Amazonas, tief im Norden von Brasilien. Wow, fernab jeglicher Zivilisation. Ich bin auf dem Rio Negro unterwegs und habe einen Seitenarm einfach mal erkunden wollen, der mich jetzt dann gar nicht mehr loslässt, weil er so unbeschreiblich schön ist. Und desto tiefer ich jetzt komme, desto kleiner wird der Fluss, desto wilder wird der Wald. Es ist wundervoll. Es hat so eine Magie hier. Bevor ich an solche Orte gehe, spüre ich jedes Mal, wie nervös ich bin und wie ich doch eigentlich gar keinen Bock habe auf den Dreck und Schmutz und die Insektenbisse, Hunger und Entbehrung. Und dann aber bin ich hier. Es ist so unbeschreiblich schön. Erfüllt mich mit Glück und, wie soll ich sagen, Gesundheit? Ja. Diese Schmetterlinge werfen mir wieder Fragen auf. Erstens, warum, das frage ich mich schon immer, sitzen so viele dieser hellen Schmetterlinge auf Stein oder Sand? Und dann in diesem Fall, warum bewegen sich daneben diese eigenartig braun gestreiften, die ich bislang nur hier im Dschungel gesehen habe? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, das würde mich ehrlich freuen. Also, bis dann. Auf diesem kleinen Seitenarm, auf den ich hier bin, ist immer, wenn ich das Gefühl habe, das war's, jetzt ist gleich vorbei, das ist das Ende dieses Flusses, dann überwinde ich diesen Ort und es kommt noch mal ganz viel Wasser. Dazu kommt, ich höre schon seit einiger Zeit ein Gewitter immer näher kommen und das ist gleich da. Mal gucken, was das noch wird hier. Ach du Scheiße, hört ihr das? Wie der Wind durch den Dschungel fegt und immer näher kommt. Gleich ist sie da. Gleich ist sie da. Gleich geht's los. Auf diesem kleinen Fluss zwischen all den Bäumen fühle ich mich irgendwie sicher. Aber ich habe das Gefühl, hier knallt es gleich richtig. Also das, was da die ganze Zeit schon immer näher kommt. Ui, da kommt die erste Windböe. Aber hier, wo ich bin, bin ich sicher eigentlich. Vielleicht sollte ich gar nicht weiter, sondern das Ganze auf mich wirken lassen. Ja, also das passt schon. Na denn, auf geht's. 1000 Kilometer mit Kajak durch den Amazonas. Und sowas passiert, wenn man vom Weg abkommt. Super schön. Ui. Und Fische jagen hier jetzt auch. Also, hier wird's lebendig jetzt. Ich paddel einfach weiter und bin schon eine Zeit am weiter paddeln. Jetzt klingt es fast so, als sei es vorbeigezogen. Also, wie steht's? Um das Problem kümmere ich mich, wenn es dann da ist.
Kleine Regentropfen. Ich sag, das zieht vorbei. Vielleicht wird es ein bisschen stärker, aber er kriegt nicht die volle Kraft ab. Ziemlich schön hier, finde ich. Acai, glaube ich, ist das alles. Das ist wie, er kommt hierher, kreist einmal rüber und zieht wieder ab. Ich fühle mich gerufen. So, jetzt bin ich so weit drinne und dann kommt auch bald die Nacht, dass ich hier irgendwo gucken muss, wo ich übernachte. Da wird sich schon was Paradiesisches finden, nicht wahr? Seht ihr den Dude hinter mir? Ich brauche einen Schlafplatz. Da bin ich so neugierig und will immer weiter und weiter. Ich habe ehrlich im Kopf, hier noch einen Tag zu verbringen und noch weiter reinzugehen, soweit es eben geht. Ich bin so neugierig, was hier noch so kommt. Ich merke die Anstrengung gar nicht beim Paddeln. Es ist so schön, geschützt vor der Sonne zu sein. So viel zu hören und zu riechen und zu sehen. Grundlegend mag ich nicht, im Kreis zu gehen oder irgendwo hinzugehen und wieder zurückzugehen. Aber in diesem Fall ist das was anderes, denn die Strömung bringt mich wieder zurück. Ich paddel die ganze Zeit gegen die Strömung und es gefällt mir so gut. Zurück geht's mit der Strömung, na, das wird erstmal geil. Ich habe ja einen paradiesischen Ort gefunden, an dem ich jetzt mein Lager aufgebaut habe. Zumindest ein Teil davon. Das Hammock ist aufgestellt. Dann war da ein langes Brett, was irgendwann, als hier alles unter Wasser stand, dort angeschwemmt wurde. Dieses Brett dachte ich, oh wie cool, da mache ich mir zu meinem Hammock wie einen Absatz. Dieses Brett ist aber ziemlich schwer gewesen und ich habe das dann dorthin geschleppt, wo ich das Hammock aufbauen wollte und bin ein bisschen zögerlich unterwegs gewesen. Im Boxen heißt es, wer zögert, verliert. Und so ist es, ich habe verloren. Ich habe dieses Brett dann rüber geschleudert, zur Seite geschleudert und mir selber, ich habe es kommen sehen, konnte aber nicht reagieren, mir so auf den Fuß geballert. Erstmal hat es höllisch wehgetan, ehrlich höllisch wehgetan und dann ist es sofort dick geworden und blutet jetzt auch ein bisschen. Ja, ist ein bisschen blöd an den Füßen, am Fuß eine offene Wunde zu haben, zu bluten. Hier jetzt im Dschungel, da muss ich ganz schön drauf Acht geben. Das ist ehrlich gefährlich. Von Piranhas bin ich hier weit entfernt. Ansonsten sollte ich auch jetzt die Piranhas nicht provozieren. Aber ja, naja. Leben geht weiter und das werde ich schon irgendwie schaffen. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache, aber ich habe so ein kleines Desinfektionsmittel und eine alte Boxbandage als Verband. Irgendwie sowas. Vielleicht habe ich ein Pflaster. Klatsch das darauf. Ja, und das war das Brett. Tada! Hammock steht, einen Absatz, einen blutigen Fuß und dann mal gucken. Hier liegt auch noch genug Holz. Vielleicht bereite ich noch ein Feuer vor. Und einmal mehr auf Umwegen unterwegs, tief durch den Dschungel. Ist ganz schön grün hier. Na, sieh mal einer an, wo ich hier gelandet bin. Hier wachsen ganz viele Ananas. Und ich bin mir sicher, das alles hat hier was mit Menschen zu tun. Aber ja, 1, 2 Ananas nehme ich mir auf jeden Fall mit morgen. Insgeheim hoffe ich ja immer noch so drauf, dass ich mal auf Coca-Pflanzen treffe, denn ich weiß, dass ich hier in einer Region bin, die Hochburg für den Anbau von Kokain ist. Von hier aus geht das Zeug nach Venezuela und Kolumbien
und weiter um die Welt. Aber ja, das werden wir vielleicht noch sehen. Hier jetzt erstmal ein schönes, fettes Arsenal an Ananas. Abakashi. Da weiß ich auch nicht so viel drüber. Wann reifen? Ich weiß, wenn man sie schon gepflückt hat, aber welche von denen nehme ich hier jetzt? Diese sieht gut aus hier. Diese sehen beide sehr gut aus. Oh Mann, ey. Und immer mal wieder diese kleinen Kolibris. Die brummen richtig laut. Aber sind nur ganz klein. Schwören hier so elegant herum. Die Kolibris fetzen besonders, finde ich. So, es ist stets verpackt. Ja, die Ananas sind auch am Start. Morgen werde ich mal eine probieren. Und die Melone ist super so. Und dachte ich mir, schneide ich so oft, dann kann ich sie wieder und wieder benutzen. Mal gucken, wie lange das so funktioniert. 2, 3 Tage kann ich an so einer Melone schon noch essen eigentlich. Süß und wässrig. Oh, so lecker. Was eine Erfrischung, Erholung, Erfüllung.